In diesem Video geht es um Martin Schulz. Da sagen einige von euch vielleicht jetzt, Martin wer? Muss man sich wirklich ein Video über den anschauen? Ich würde sagen, ja, man sollte, denn es ist gut möglich, dass Martin Schulz ab September Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Er ist nämlich der Kanzlerkandidat der SPD und damit der Herausforderer von Angela Merkel. Ein Schulabbrecher, ein ehemaliger Alkoholiker, der sagt, er hat seine Vergangenheit überwunden. Was sollte man über Martin Schulz alles wissen? Und was sagen seine Befürworter und was seine Gegner? Darum geht's jetzt. Seitdem klar ist, dass Martin Schulz Kanzlerkandidat der SPD ist, wirkt seine Partei wie neu erwacht. Viele Mitglieder der Partei sagen, genau das ist unser Mann, mit dem können wir es schaffen. Aber warum eigentlich? Was sagen seine Befürworter? Für die Leute, die ihn gut finden, ist Martin Schulz ein Macher, ein Malocher, der es geschafft hat, aus relativ einfachen Verhältnissen nach oben zu kommen mit jeder Menge Ehrgeiz. Geboren ist Martin Schulz 1955 in einem kleinen Dorf bei Aachen in Nordrhein-Westfalen als Sohn einer Hausfrau und eines Polizisten. Insgesamt 6 Kinder waren sie zu Hause und das Geld war oft knapp, sagt Martin Schulz heute. Manchmal so knapp, dass sie sich nicht mal Schulbücher leisten konnten. Ob das mit den Schulbüchern der Grund dafür war, dass Martin Schulz' Schullaufbahn nicht ganz so optimal verlaufen ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, das weiß ich nicht, aber Fakt ist, mit 19 Jahren hat Martin Schulz die Schule abgebrochen, nachdem er zweimal die 11. Klasse wiederholen musste. Anders als viele behaupten, ist es nicht so, dass er keinen Schulabschluss hat, sondern er hat, und das passiert ganz automatisch, die mittlere Reife. Es war Martin Schulz in dieser Zeit aber eigentlich egal, denn er hatte ein großes Ziel. Er wollte Fußballstar werden und hat auch anscheinend relativ gut gespielt. Das Problem war nur, bei einem Spiel hat er sich so sehr verletzt, dass er seinen großen Traum aufgeben musste und so hat er eine Ausbildung zum Buchhändler gemacht. Bis dahin klingt das nicht unbedingt nach dem perfekten Lebenslauf und das geht auch noch weiter, wenn man weiß, dass Martin Schulz in den 1970er Jahren Alkoholiker wurde, weil er einfach so viele Probleme hatte und sogar Suizidgedanken hatte. Seit 1980 ist Martin Schulz aber trocken, sagt er selbst, und seit dieser Zeit geht es mit ihm aufwärts. Das ist auch die Zeit, in der er begonnen hat, sich politisch zu engagieren. Er ist schon nach seinem Schulabbruch in die SPD eingetreten und ist dann in den 1980er Jahren für die SPD richtig durchgestartet. Zuerst wurde Martin Schulz in den Stadtrat seiner Heimatstadt Würselen gewählt und dann 1987 wurde er sogar Bürgermeister. Mit 31 Jahren der bis dahin jüngste Bürgermeister in ganz Nordrhein-Westfalen. Und seine Befürworter sagen, das muss man erst mal schaffen. Ganz unten, vollkommen zerstört und dann nur wenige Jahre später Bürgermeister mit Verantwortung für ungefähr 40.000 Einwohner. Die Mitstreiter von damals sagen, Martin Schulz ist jemand, der sich durchsetzen kann, der auf den Tisch haut, wenn es sein muss, der einfache Lösungen für große Probleme findet, der gut mit den Menschen kann, der sehr zielstrebig und ehrgeizig ist und deswegen ist er ein guter Politiker, auch wegen seiner Art, mit Dingen umzugehen. Und diese Eigenschaften haben Martin Schulz offenbar dabei geholfen, ins Europäische Parlament zu kommen, als Abgeordneter. Und auch hier zeigt sich wieder sein Ehrgeiz, denn kurz nachdem er Abgeordneter wurde im Europäischen Parlament, ist er mit einem Freund nach Straßburg gefahren, ist in das Gebäude reingegangen, in dem immer getagt wurde, hat sich auf den Stuhl des Präsidenten gesetzt und zu seinem Freund gesagt, pass auf, hier will ich mal sitzen, auf diesem Platz, ich möchte mal Präsident werden. Und das hat er auch tatsächlich geschafft. 2012 wurde Martin Schulz Präsident des Europäischen Parlaments und ist das auch bis 2017 geblieben. Die Befürworter von Martin Schulz sagen, in seiner Zeit als Abgeordneter des Parlaments, vor allem aber als Präsident, hat er gezeigt, was für ein guter Politiker ist. Er hat die EU zum Beispiel durch die Schuldenkrise gebracht und hat es immer wieder geschafft, verschiedenste Gruppierungen an einen Tisch zu setzen und zu vermitteln. Er konnte gut mit anderen Menschen, mit anderen Politikern und hat es auch geschafft, sich durchzusetzen und mit viel Ehrgeiz eine klare Linie gezeigt, sagen seine Befürworter. Und das hat er unter anderem auch deshalb geschafft, und das kann man ganz objektiv sagen, weil er neben Deutsch 5 weitere Sprachen spricht, nämlich Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch. Und das hilft natürlich dabei, wenn man verschiedene Politiker an einen Tisch bringen will, wenn man da erfolgreich vermitteln möchte. Und auch das zeigt natürlich, dass er ehrgeizig ist, denn verschiedene Sprachen lernt man nicht, wenn man faul ist. Wahlkampf, das ist für Martin Schulz natürlich überhaupt nichts Neues, aber Wahlkampf als Kanzlerkandidat, das ist natürlich schon neu für ihn. Er sagt, es ist eine große Ehre und er möchte diesen Wahlkampf mit dem Thema soziale Gerechtigkeit gewinnen. Und seine Anhänger sagen, jawohl, Martin Schulz ist genau der richtige Mann für dieses Thema. Er schafft es, das Thema perfekt zu verkörpern.
Die Gegner von Martin Schulz können darüber nur lachen. Für sie ist Martin Schulz vor allem ein Egoist und ein Blender und definitiv der falsche Mann für den Posten des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland. Die AfD geht sogar so weit zu sagen, Martin Schulz wäre der AfD-Wahlkämpfer des Jahres. Und nicht nur die AfD hat was gegen Martin Schulz, auch andere Menschen in Deutschland, andere Politiker haben was gegen ihn. Die Frage ist, was sagen seine Gegner? Naja, da gibt es zum einen inhaltliche Argumente und Argumente, die sich mit der Person Martin Schulz auseinandersetzen. Fangen wir mal mit den Inhalten an. Und da ist natürlich das Offensichtlichste, Martin Schulz hat noch nie Bundespolitik gemacht. Er war Bürgermeister und dann war er Europapolitiker und er kennt sich, sagen viele, mit der Bundespolitik nicht aus. Man weiß kaum, wofür steht er innenpolitisch, für was steht er außenpolitisch, welche Erfahrungen hat er mit den spezifischen Dingen gemacht, die als Kanzler wirklich wichtig sind, was weiß er von der Bundespolitik, und da sagen seine Gegner eben, er weiß nicht genug. Und auch das, was er politisch als Europaabgeordneter gemacht hat, das passt vielen nicht. Zum Beispiel wird Martin Schulz nachgesagt, dass er Menschen, die eine andere Meinung haben als er, gerne mal an den Rand schiebt. Zum Beispiel soll unter anderem eher dahinter stecken, dass der SPD-Europaabgeordnete Willy Rothlee die Fraktion im Europaparlament verlassen hat, und er soll auch immer wieder versucht haben, kleinere Parteien, kleinere Fraktionen im Europaparlament an den Rand zu drängen, dafür zu sorgen, dass sie kaum Mitspracherecht haben und am besten so bald wie möglich verschwinden. Also andere Meinungen als seine eigene, die soll Martin Schulz nur bedingt zulassen, wird gesagt. Negativ aufgefallen ist Martin Schulz als Europapolitiker auch mit Forderungen im Zusammenhang mit der Schuldenkrise der EU. Da hat er zum Beispiel gefordert, dass einzelne Länder was tun sollen dafür, dass die Schulden in anderen Ländern nicht so hoch sind, und wollte auch Deutschland unter anderem mehr in die Pflicht nehmen. Außerdem gibt es Aussagen von ihm im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation, die vielen nicht passen. Bei einer Rede in Heidelberg hat Martin Schulz mal gesagt, was die Flüchtlinge uns bringen, das ist wertvoller als Gold. Und das passt vielen Konservativen und Rechtspopulisten überhaupt nicht. Auch deshalb, weil Martin Schulz ganz gezielt dieser Gruppierung, ganz speziell den Rechtspopulisten, den Kampf ansagt, indem er seit einiger Zeit auf seiner Homepage schreibt: Die Alternative für Deutschland ist eine Schande für die Bundesrepublik. Wer die freie Presse attackiert und beispielsweise von Lügenpresse spricht, der will ein anderes Land. Menschen, die unerträglichen Rassismus und Antisemitismus, die Frauenfeindlichkeit und Homophobie wieder gesellschaftsfähig machen wollten. All diesen Rassisten, Extremisten und Populisten sage ich den Kampf an. Die Gegner von Martin Schulz sehen das als Ankündigung von Zensur. Sie bezeichnen ihn als Feind der Meinungsfreiheit und sagen, jemand, der dem eigenen Volk den Kampf ansagt, der kann schlecht Kanzler in Deutschland werden. Aber nicht nur das wird kritisiert, es geht wie gesagt auch um die Person Martin Schulz. Seitdem klar ist, dass er der Kanzlerkandidat der SPD ist, geht ein Beitrag des ARD-Magazins Report Mainz von Ende April 2014 durchs Netz, in dem aufgedeckt wurde, dass Martin Schulz über einen längeren Zeitraum jeden Tag zusätzlich zu seinem Gehalt 304 € Sitzungsgeld kassiert hat. Steuerfrei wohlgemerkt, und so kam er im Jahr auf ungefähr 110.000 €. Auf jeden Fall wirft das alles ein schlechtes Licht auf ihn. Gerade dieser Bericht von Report Mainz, der wurde später auch bestätigt durch das Büro von Martin Schulz, und das zeigt, der Mann, der sich gerne so als einfacher Mensch gibt, von unten gekommen, aus einfachen Verhältnissen, der lebt vielleicht doch auf größerem Fuß, als er das in der Öffentlichkeit gerne zugibt. Dazu bietet natürlich auch die Vergangenheit von Martin Schulz jede Menge Angriffsfläche, und viele fragen sich, was ist denn, wenn der trockene Alkoholiker Martin Schulz dem Stress als Bundeskanzler nicht gewachsen ist und eventuell wieder rückfällig wird? Das könnte ja sein. Klar, das könnte durchaus sein, aber es gibt auch Kritik im Netz, die mit Fakten nicht ganz so viel zu tun hat. Ein Beispiel ist das hier. Eine Schlagzeile der Seite anonymous.ru, die behauptet, aufgedeckt: Vater von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz liquidierte im KZ Mauthausen. Und die Vorwürfe in diesem Artikel, die wiegen richtig schwer. Darin heißt es, der Vater von Martin Schulz wäre Obersturmführer der SS gewesen und Chef des berüchtigten KZ Mauthausen, in dem im Laufe der Nazizeit rund 100.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Das klingt hart, vor allem weil der Vorwurf mitschwingt, Martin Schulz würde das die ganze Zeit verheimlichen. Aber
Da ist überhaupt nichts dran. Die Geschichte ist komplett erfunden. Das zeigen unter anderem die Mauthausen-Studien zu Täterbiografien von Gregor Holzinger und auch andere zeigen, nein, das stimmt nicht. Der Chef des KZ Mauthausen hieß zwar zeitweilig Schulz, genauso wie Martin Schulz und auch wie sein Vater, aber sein Vater hat überhaupt nichts mit dem Chef des KZ zu tun. Und noch eine Meldung gibt es, die gerade im Zusammenhang mit Martin Schulz oft geteilt wird, und das ist ein Zitat, das von Martin Schulz stammen soll. Er soll gesagt haben: Für mich existiert das neue Deutschland nur, um die Existenz des Staates Israel und des jüdischen Volkes sicherzustellen. Vor allem von rechter Seite wird das sehr stark kritisiert. Es wird gesagt, Martin Schulz stellt das Existenzrecht Israels über alles andere hier in Deutschland. Wenn man sich aber mal anschaut, woher dieses angebliche Zitat kommt, dann kommt man schon ein bisschen ins Zweifeln, denn es stammt aus einem Artikel, aus einem englischsprachigen Artikel der israelischen Zeitung Haaretz des ehemaligen Politikers Avraham Burg, und der legt dieses Zitat Martin Schulz in den Mund und sagt, der hätte das mal so zu ihm gesagt. Aber ob es wirklich so ist, das kann keiner sagen. Das heißt also, für seine Befürworter ist Martin Schulz ein Machertyp, ein ehrgeiziger Politiker, der einen Plan hat und genau weiß, wie man in Zukunft Deutschland regieren muss. Für seine Gegner ist Martin Schulz ein Blender, ein Egoist und jemand, der bestimmten politischen Strömungen in Deutschland den Kampf ansagen möchte und der ein Feind der Meinungsfreiheit ist. Was mich mal interessieren würde, ist natürlich eure Meinung. Wie seht ihr Martin Schulz? Hättet ihr ihn gerne als Bundeskanzler anstelle von Angela Merkel? Mehr Alternativen gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Oder sagt ihr, nee, den Mann, den braucht keiner? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt wie immer fair. Bei solchen politischen Themen muss man das ja leider immer dazu sagen. Mehr Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und weil schon einige von euch gefragt haben, nein, das hier war nicht das letzte Video zur Bundestagswahl. Es wird noch einiges folgen in den kommenden Wochen und Monaten. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.